Wir haben Pfingstsamstagvormittag und wir fahren auf der A7 in Richtung Würzburg und haben jetzt leider einen Stau. Wir sind auf dem Weg zum Stell- und Campingplatz Zimbria. Wie es dort so ist und was wir dort erlebt haben, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Der Stell- und Campingplatz Zimbria liegt in der Nähe von Heidelberg, etwa 30 Kilometer entfernt, direkt am Neckar. Der Stau hat uns Gott sei Dank nicht so sehr lange aufgehalten. Wir haben jetzt auch die A7 verlassen, also wir sind jetzt hinter Würzburg, fahren jetzt auf der A81 in Richtung Süden. Unsere Strecke ist heute etwa 200 Kilometer lang. Jetzt kommen wir gut voran auf der Autobahn, kein Stau mehr. Verlassen die A81 und fahren auf die B292 in Richtung Moosbach. Immer wieder schön, wenn alles so grün ist im Frühling, durch Deutschland zu fahren. Wir haben auf jeden Fall reserviert auf dem Stellplatz Zimbria, da wir aus Erfahrung wissen, Pfingsten wird's immer voll. Jetzt haben wir den Ort Neckarzimmern erreicht. Dort gibt es diesen Camping- und Stellplatz. Da fahren wir jetzt direkt an. Auf der Zufahrt hier zum Camping- und Stellplatz staut es sich schon zurück. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da vorbeikommen. Denn wir haben mit unseren Freunden, die schon auf diesem Platz sind, gesprochen, telefoniert. Und die haben uns schon gesagt, genau wo wir stehen. So müssen wir gar nicht erst zur Anmeldung, sondern können hier, wenn möglich, vorbeifahren. Machen wir jetzt auch, um dann zu unserer Parzelle zu kommen. Ich habe diesen Stellplatz und Campingplatz vor etwa 3 Jahren schon einmal in einem Video vorgestellt. Man findet diesen Platz auch auf meiner Stellplatzkarte mit dem passenden Video dazu. Die Plätze, die wir hier auf der rechten Seite sehen, das sind die Stellplätze. Es gibt hier einmal im vorderen Bereich Stellplätze und dann gibt es direkt am Neckar auch noch Plätze. Zeige ich später noch. Hier auf der rechten Seite kommt jetzt unsere Parzelle, die hier frei ist, da werden wir stehen. Wir fahren aber jetzt erstmal weiter zur Entsorgung, um Wasser zu tanken und unseren Fäkalientank und Abwassertank zu entleeren. Hier sehen wir das Schild, rechts geht es zum Stellplatz direkt am Neckar, hier nach links geht zur Entsorgung und auch zum Campingplatz. Hier links sehen wir die Fähr- und Entsorgung, einen Bodeneinlass und eine Wasserzapfstelle. Wir haben unsere Parzelle eingenommen. Es ist eine XXL-Parzelle, also auch für Wohnmobile mit einer Länge von 12 Metern können hier stehen. Wir haben diese nicht so reserviert, aber weil keine anderen Plätze frei waren, haben wir die bekommen. Zahlen daher auch nur den normalen Preis von 17 € für diese Parzelle. Hinter uns stehen Ingrid und Owe, die beiden haben wir vor Jahren in Spanien kennengelernt. Wir treffen uns immer gerne mal, so treffen wir uns auch hier ganz spontan und waren natürlich mit den beiden auch hier schön essen im Restaurant. Wir haben Temperaturen von über 30 Grad, da ist der Sonnenschutz an der Frontscheibe natürlich sehr wichtig. Wir haben den Sonnenschutz von RV Masters aus Schweden und der hat sich bei uns bewährt. Er hält die Sonne draußen. Es kommt nicht zu einem Wärmestau hinter der Frontscheibe und er ist auch ein Blickschutz. Andersrum kann man aber nach draußen schauen. An der Zufahrt des Stell- und Campingplatzes steht ein größeres Gebäude. Dort findet man die Rezeption und dort gibt es auch ein Bistro. Es ist natürlich schön, dass es so ein Lokal hier am Platz gibt. Das nutzt man dann auch gerne. Wir haben es auch genutzt. Wir waren dann mit Ingrid und Owe dort essen. Dieses Lokal wird nicht nur von Campern genutzt, auch viele Radfahrer, die hier am Neckar, den Neckar entlangfahren, nutzen dieses Lokal gerne. Das Gebäude ist von 2 Seiten zugänglich, einmal von der Zufahrt
und da von der anderen Seite vom Campingplatz aus. Und dort gibt es auch ein Schwimmbad, ein kleines Schwimmbad, das gerne angenommen wird oder gut angenommen wird hier von den Gästen. Wie ich am Anfang schon sagte, hier gibt es ja zwei Bereiche. Einmal den Campingplatzbereich und hier sehen wir den Stellplatzbereich. Beide Bereiche liegen am Neckar. Und jetzt gehen wir mal auf den Stellplatzbereich, der in diesem Pfingstwochenende voll belegt ist. Unter anderem ist hier auf diesem Stellplatz eine Gruppe, und zwar Reisemobilfreunde Europa. So eignet sich dieser Stellplatz auch für Gruppentreffen. Und wir haben eine Einladung von dieser Gruppe bekommen, um mal darüber zu berichten, wie so ein Gruppentreffen stattfindet und wie sich so eine Gruppe überhaupt gestaltet. Wir sind hier auf dem Camping- und Stellplatz Cimbria. Und es gibt hier eine Gruppe, ich kenne sie noch nicht, das wird mir aber gleich jemand hier erzählen, um was für eine Gruppe sich das handelt. Die haben sich hier getroffen, ja, es ist Pfingsten, zu einem Treffen. Und da gehe ich jetzt mal, ich habe gehört, dass der Vorstand... Die Vorstand. Das sind zwei Vorstände. Ja. Ja, ich will mich erst kurz vorstellen. Mein Name ist Richie Ott. Wie man es von der Sprache her kennt, komme ich aus dem Süden der Region. Wir sind die Reisemobilfreunde Europa. Aha. Unser Club ist gegründet 1998 am Bodensee und sind jetzt fast 30 Jahre alt. Und wir machen also Reisen durch ganz Europa, egal wohin. Wir waren schon in Norwegen, wir waren in Griechenland, wir waren in Albanien. Da kennen wir dich auch schon aus einigen. Ich habe dich schon ein paar Reisen, das glaube ich war die Griechenland-Reise, die hattest du bei dir auf deinem Account. Und da habe ich mir einiges rausgesucht, auch Plätze besucht, die von dir angeboten wurden. Ja, und jetzt habe ich nach 18 Jahren meinen Job als Reisevorstand aufgegeben. Wir sind ein sogenannter Club mit einem Teamvorstand. Das heißt, es gibt bei uns nicht den ersten, zweiten, dritten und so weiter, sondern es gibt einen Vorstand, der ist für die Reisen zuständig. Gibt einen Vorstand, der macht die Verwaltung. Das mache ich jetzt seit neuestem. Und dann gibt es einen Vorstand für die Finanzen. Das ist der Heinz. Und somit gibt es bei uns keine Streitereien, weil jeder für seinen Aufgabengebiet zuständig und verantwortlich ist. Wunderbar. Da darf ich mal den Nachbarn fragen hier, der für die Finanzen zuständig ist. Wie viele Mitglieder habt ihr denn? Wir haben ungefähr 50 Mitglieder. Ja. Das ist kein großer Verein. Wir wollen auch nicht viel größer werden, weil wir so eine enge Verbindung untereinander haben und uns alle kennen. Und wir machen 3 Reisen im Jahr gemeinsam, aber jeder reist auch für sich. Und jeder sammelt auch aus den verschiedensten Gegenden Ideen, wo wir dann wieder hinreisen können. Das wird von einem von uns organisiert. Zum Selbstkostenpreis, da verdient keiner was dran. Wir sammeln das Geld ein und dann werden die Reisen durchgeführt. Und wenn von den ganzen Kosten was übrig bleibt, dann wird es nachher wieder ausgezahlt. Also zu reinen Selbstkosten ist reines Hobby. Genau, aber das ist jetzt nicht fabrikatabhängig, das heißt jeder, egal welches Fabrikat er hat, kann jetzt an diesen Reisen teilnehmen. Ja, wir haben nur Regeln, wir wollen Fahrzeuge haben, das hängt aber mehr mit den Größen der Fahrzeuge schon zusammen, weil wir bestimmte Plätze anfahren wollen und flexibel sein wollen, nehmen wir Fahrzeuge bis 8 Meter Länge. Steht bei uns in der Satzung. Das steht bei uns in der Satzung drin. Da wir auch Plätze anfahren, wenn wir durch Süditalien fahren zum Beispiel, da passen bestimmte Plätze nicht, bestimmte Fahrzeuge nicht hin. Und deswegen suchen wir uns also eben die Personen aus, auch die diese Fahrzeuge besitzen und dann nicht da Probleme gibt mit großen Fahrzeugen, wo wir nicht mehr rein können. Ja, Vor allen Dingen ist ja ein Problem, auch wenn wir fahren mit 10, 15 Fahrzeugen in der Regel. Jetzt sind wir, ich glaube 18, ne? 18 Fahrzeuge. Dafür jetzt um die Jahreszeit Plätze gemeinsam zu finden, ist ziemlich schwierig. Ja, okay. Das kann ich gut nachvollziehen. Wie ist es denn, sind das überwiegend Rentner oder sind auch junge Leute dabei? Also die Jugend sind bei uns die 60-Jährigen. Das sind unsere Jugend. Jung alt. Aber wir haben auch Mitglieder bis 90, die noch sich das zutrauen, ein Wohnmobil zu steuern. Da hinten haben wir ein paar. Ist Gudrun. Das sind unsere Älteren, die hier sind, die gehen jetzt an die 90, Gudrun, in der Nähe von Fürstenfeldbruck, die fast immer dabei sind bei der Ausfahrt.
Und wenn jemand nicht mehr kann, dann wird ihm angeboten, bei uns zu bleiben als Ehrenmitglied. Oh. Der braucht dann keinen Jahresbeitrag mehr zahlen, aber er bleibt in unserer Familie, solange er will. Also Ausschluss und so gibt es bei uns eigentlich nicht. Das hört sich gut an. In diesem Jahr habt ihr also beschlossen, hier auf diesem Platz oder seid auf diesem Platz? Das ist unsere Frühlingstour und auf der Frühlingstour ist immer die Jahreshauptversammlung. Aha. Die haben wir hier letzte Woche gehabt. Da wir haben eine Wahlperiode von 3 Jahren. Da werden dann die Vorstände wieder neu gewählt, der Reiseausschuss, da gibt es einen Ausschuss, sind insgesamt dann 7, die über das nächste Jahr sprechen, welche Reisen wir unternehmen. Ein Highlight wird sein, nächstes Jahr Schottland. Okay, nehmt ihr noch neue Mitglieder auf? Wir nehmen laufend Mitglieder auf, weil eben bei uns der Rhythmus da ist, dass welche einfach das Wohnmobil verkaufen aus Altersgründen. Da gibt es dann Fälle, wo ein Partner verstirbt, der andere dann alleine nicht mehr fahren will. Darum müssen wir immer gucken, dass das rund läuft. Wie gesagt, seit 98, da waren es schon um die 50 Mitglieder. Jetzt sind wir fast 30 Jahre später und sind wieder die Anzahl. Okay, jetzt frage ich nochmal den Nachbarn. Habt ihr eine Internetseite oder sowas? Ja, wir haben eine Internetseite. Wenn du guckst hier, da kannst du es abfotografieren. An dem Wohnmobil steht unser Flyer dran, ja, mit Freunden an Tour und darunter die Internetadresse. Gut, da denke ich, wird man Informationen dann auch finden. Ja. Jemand, der sich da interessiert, genau, der wird dann auch da Informationen finden. Zu erwähnen ist auch, dass wir regelmäßig Gäste mitnehmen. Bei uns kann sich jeder anmelden. Ah, ja. Und wenn die Reisen von Mitgliedern nicht ausgebucht sind, werden gerne Gäste mitgenommen, die dann in den Verein reinschnuppern können und sich dann überlegen, ob sie vielleicht irgendwann Mitglied werden. Ja. Wir sagen, für uns ist wichtig, dass man 2-3 Mal mitfährt, dann wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben und dass sie dann sich entscheiden können, ob sie Mitglied werden oder nicht. Ja, ja. Schön. Ja. Das ist also von beiden Seiten eine Sicherheit, damit da nicht irgendwelche Probleme entstehen. Ja. Ja, das hört sich alles gut an. Ja, das scheint alles zu klappen bei euch. Ja. Ist ja immer nicht bei Vereinen oder ich weiß nicht, Vereinen ist es jetzt vielleicht nicht. Oft schwierig. Ist dann manchmal schwierig, dass alles klappt. Ja. Aber so ist es in der Welt und das wird man überall haben im Leben. Das wird nicht immer alles perfekt sein. So ist es, genau so ist es. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Wenn ihr noch Sachen habt, die ihr gerne hier in die Kamera sprechen wollt, dürft ihr das gerne machen. Ja, ich kann nur sagen, bei uns unter www.reisemobilfreundeeuropa.com haben wir eine sehr attraktive Homepage. Ich habe mir mal sagen lassen, dass unsere Homepage unter den Reisemobilclubs einer der besten ist, weil wir immer aktuell sind. Da werden von jeder Reise Berichte reingestellt, da steht die Vorschau fürs Jahr darauf, welche Reisen wir unternehmen, steht alles drin. Da gibt es natürlich einen internen Zugang nur für die Mitglieder, die haben ein Passwort, um da reinzukommen. Aber diese Homepage wird sehr gut gepflegt von unserem Giga-Hans, das sitzt da hinten. Das ist ein Schweizer, der pflegt die Homepage. Auch von dieser Reise werden pro Tag 4-5 Bilder da reingestellt, ein kleiner Text dazu und dann kann man 4-5 Jahre zurückblättern, wie aktiv wir sind. Schön. Und das wird sehr gut angenommen. Okay. Dann sage ich vielen Dank für eure Ausführungen. Habe mich gefreut, hier mal in der Runde zu sein, diese Information zu haben. Ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Wir können dir noch einen Trinkspruch mitgeben. Ja, gerne. Also, sind wir fertig? Moment, ich muss mal so ein bisschen die Runde aufnehmen hier. Also, einen haben wir schon, 2 kriegen wir noch, 3 können wir noch vertragen. Was hilft uns Geld im Altersheim bei Apfelsaft? Wir haben uns natürlich nur mit einigen anderen aus der Gruppe unterhalten. Es ist immer interessant und ein Erfahrungsaustausch, wenn man mit anderen Campern zusammenkommt. Diese Griechenland-Tour auf eine Empfehlung, die war 7000 Kilometer und da waren wir 7 Wochen unterwegs und das war so eine Erfahrung, wo ich mit meiner Frau dann gemacht habe. Und dann muss ich echt sagen, war sehr schön, war wirklich schön, hat uns auch jemand empfohlen und seitdem sind wir eigentlich immer mit dabei. Das wollte ich noch sagen. Schön. Gut. Ja.
schön. Alle Touren und so, das ist richtig, auch ich bin jetzt allein unterwegs, kein Problem. Nee. Das ist richtig gut, ich kann es nur an jedem empfehlen, der mal so eine Tour machen will, dass er sich diesem Club beitritt. Das ist gut. Und wie bist du dazu gekommen? Von anderen Freunden, die auch schon mitgefahren sind. Wer also an so einer Gruppe Interesse hat, hier nochmal die Kontaktdaten, findet ihr alles auf der Internetseite. Das möchte ich noch erwähnen, Hunde sind hier willkommen und wenn ein Hund gerne mal ins Wasser geht, dann gibt es hier an dieser Slip-Anlage auch die Möglichkeit, denn dort geht es leicht rein ins Wasser. Die war drin. Frag mir was, wo ich wäre. Guck mal, Lenchen. Ey, guck mal, fein. Aber du lässt sie an der Leine dann? Ja, muss ich. Sonst ist sie weg. Also. Wenn man das Glück hat und einen Platz direkt hier am Neckar ergattert hat, dann ist es natürlich sehr schön, hier am Abend am Neckar zu sitzen. Am nächsten Tag, wir wollen das gute Wetter genießen und zwar mit dem Fahrrad geht's los. Man kann hier einmal gut am Neckar fahren, nicht überall immer, aber es gibt Strecken am Neckar, aber andererseits auch in die hügelige Landschaft. Und da fahren wir jetzt mal ein bisschen bergauf zu einem Aussichtspunkt. Von hier aus haben wir einen tollen Blick in die gesamte Region und auch auf den Neckar. Der Neckar ist ein Nebenfluss des Rheins und hat etwa eine Länge von 360 Kilometern. Wir waren vor etwa 3 Jahren ja schon hier in dieser Region oder auf dem Camping- und Stellplatz in Cimbria. Da haben wir schon einiges gesehen. Zum Beispiel sind wir auch zur Stadt Moosbach gefahren. Die ist etwa 8-9 Kilometer von diesem Camping- und Stellplatz entfernt. Eine sehr schöne Stadt, lohnt sich auf jeden Fall dort mit dem Fahrrad hinzufahren. Obwohl der Platz ja über Pfingsten jetzt sehr voll war, konnten wir die Zeit genießen. Es war relativ ruhig. Man konnte also in Ruhe hier vor seinem Mobil sitzen und die Sonne genießen. Man hat hier auch natürlich viel Natur rundherum. Das macht die Sache natürlich auch noch schön. Unser Reiseziel ist ja die Schweiz. Dort wollen wir uns mit einigen Campern treffen. Und zwar am 7. Juni. So haben wir noch etwas Zeit und bleiben hier auch noch am Dienstag nach Pfingsten auf diesem Platz und fahren am 27. Mai, das ist der Mittwoch, geht es dann für uns weiter in Richtung Schweiz, werden aber noch einiges an Stellplätzen anfahren und werde ich natürlich weiterhin darüber berichten. Das soll es mal wieder gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es bitte, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich wieder Bye bye, bis zum nächsten Mal.